Hallo, guten Tag. Hier ist wieder der Walter Pfisterer vom Arca-Shop und der präsentiert Ihnen heute two more little things. Schnellspannplatten, 2 Stück. Bei Arca Swiss werden die Kameraplatten genannt. Von der Sache her sind selbstverständlich Schnellspannplatten. Zur Geschichte vielleicht folgende. Ich persönlich verwende eigentlich schon immer Schnellspannplatten, weil früher war es so, da gab es ja nur das Gewinde unten in der Kamera, entweder 1/4 oder 3/8 und dann schraubte man die Kamera drauf und vor allen Dingen beim Runterschrauben hatte ich persönlich immer ganz große Angst, dass man dann plötzlich, weil man das Ende der Schraube ja nicht mitbekommt, dass einem dann plötzlich die Kamera runterfällt. Deshalb hatte ich von Anfang an eigentlich an meinen Kameras immer genau diese klassische Kameraplatte von Arca Swiss draufgeschraubt. Die klassische hat hier eine Breite von ca. 38 mm, während hingegen die neuere Entwicklung, die Monoball Fixplatte, die hat eine Breite von ca. 26 mm. Von der Sache her würde ich Ihnen vorschlagen, speziell also wirklich bei kleineren Kameras, nehmen Sie bitte ausschließlich die Monoball Fix und meinetwegen bei größeren oder bei speziellen Sachen die klassische Arca Swiss Platte. Die Größe ist ein Unterschied. Der zweite Unterschied, den es noch gibt, die klassische ist symmetrisch, da ist der Pyramidenstumpf symmetrisch. Bei der Monoball Fixplatte ist der Pyramidenstumpf asymmetrisch. Das heißt, Sie müssen beim Draufschrauben auf die Kamera einmal darauf achten, dass Sie, wenn Sie das künftig einsetzen, dass Sie das immer so rum einsetzen. Und dann auf dieser Seite ist der Hebel und dann funktioniert es einwandfrei. Beim ersten Mal beachten und dann ist das gut. Jetzt noch ein paar Worte zu den Kopisten, die es speziell zu diesem klassischen System gibt. Ich hatte ja gesagt, das ist ein Pyramidenstumpf mit den Winkeln an der Seite, mit den Schenkelwinkeln. Ich kenne keinen einzigen Kopisten, der den Winkel richtig nachbildet. Die sind eigentlich immer falsch, egal von welchem Hersteller. Noch schlimmer ist allerdings speziell tatsächlich ein amerikanischer Hersteller. Der ist tatsächlich unfähig, hier diese 38 mm mit der Schieblehre richtig zu messen. Der misst statt 38 39 mm. Das ist vor allen Dingen beim Fliplock-Hebel ist es wirklich verheerend. Da wird es Ihnen irgendwann passieren, wenn Sie dieses System verwenden, dass Ihnen deine Kamera zu Boden fällt. Warum ist es so in der Summe? Vom Grundstoff her sind es Aluminiumplatten. Und die schwarze Farbe, das ist ein Eloxal. Und Aluminium maßhaltig zu eloxieren ist tatsächlich technisch wirklich ein sehr, sehr aufwendiger Vorgang, den richtig exakt nur sehr wenige Firmen auf der ganzen Welt beherrschen. Bei Arca, die machen diese Schnellwechselsysteme seit 35, 40 Jahren und da ist es tatsächlich so, dass sie sogar die Schnellwechselplatten der ersten Generation, die können Sie heute immer noch in den neuesten Kopf einsetzen und er wird halten. Es stimmt einfach. Die gewährleisten Ihnen über Jahrzehnte hinweg die Maßhaltigkeit. Und das ist einfach der ganz große Unterschied. Und da muss ich Ihnen wirklich sagen, die Kamera, die Sie haben, die kostet 1000, 2000, mehrere tausend Euro. Und so eine Kameraplatte, die kostet letztendlich 40 bis 70 Euro, wenn überhaupt. Und das muss einem Fotografen doch eigentlich die Kamera wert sein, dass er unten eine vernünftige Kameraplatte von einem vernünftigen, maßhaltigen System dran macht, um seine Kamera zu schützen. Das war's für heute. Vielen Dank und tschüss.